Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video. Das müsste 122 sein, 122, also wir sind wirklich auf einem Weg, in dem viele Update-Videos kommen. Erst letztens kam das letzte Video 121, in dem auch der Fortschritt von 2 Livestreams gezeigt wurde. Da haben wir diesen ganzen Bereich hier weitergebaut. Also der Strand ist soweit komplett, müsste man sagen. Der Untergrund für die Hütte, in der dann Thor mit seinen Kumpanen wohnen wird. Hier auch das Schild mit New Asgard. Und auch die Felswand hier hinten mit den Bäumen wurde ein ganzes Stück vorangebracht. Und heute in Update 122 möchte ich tatsächlich doch nochmal hier in diesen Bereich zurückkommen. Einfach weil ich mir denke, dass wir heute vor allem mal den Turm noch ein bisschen nach oben bauen könnten. Hier hinten auch mal schauen müssen, wie wir das Ganze planen. Aber vor allem den Turm möchte ich heute mal ein bisschen voranbringen. Auch unter der Prämisse, dass ich einfach mal sehen möchte, wie das Ganze wirkt dann. Und ich dementsprechend auch erstmal richtig schauen kann, wie ich dann mit der Felswand und dem Ganzen da hinten weitermache. Weil der Turm hier, wie gesagt, noch einiges an Höhe benötigt. Ja, das möchte ich heute auf jeden Fall machen. Beleuchtung mache ich wahrscheinlich heute noch nicht. Wahrscheinlich im nächsten Update-Video. Weil ich denke, dass das jetzt auch einiges an Zeit und Planung benötigen wird. Und ich würde sagen, gleich kommt das Intro und dann, ja, fange ich hier mal an mit euch. So, bevor ich jetzt groß am Turm weiterbaue, musste ich erstmal hier hinten anfangen. Ich habe jetzt hier 2 Plattformen eingezogen hier hinter dem Turm, um einfach mal hier den Übergang zwischen dem Turmbereich, den wir schon geschafft haben, und dem Fels ein bisschen hinzukriegen. Es wird sehr schroff. Ich versuche dann hier ein bisschen hochzukommen, damit wir hier mehr Platz bekriegen noch für unsere Höhle, die dann hier irgendwo noch reinkommen muss. Aber der Übergang ist jetzt schon mal ganz gut. Dann kann ich ihn auch da hinten weiter hochziehen bis zur Tischkante. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Geschichte. Das hilft mir jetzt schon mal ein ganzes Stück weiter. Jetzt müssten wir auf jeden Fall, denke ich, dann hier noch den Turm soweit verkleiden, wobei ich hier erstmal schauen muss, wie ich jetzt hier weitermache. Ich habe mir hier ein bisschen was überlegt gehabt. Deshalb sind da ja auch andere Steine drin, damit wir jetzt hier erstmal die Verkleidung hinkriegen. Der Übergang in den Felsen muss einfach ganz hübsch aussehen. Hier unten werde ich noch ein bisschen Grünzeug reinbauen, denke ich auf jeden Fall, damit es hier noch nicht ganz so grau in grau wieder wird. Und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Kurs sind. Auch wenn man wahrscheinlich die Ecke nie so richtig gut sehen wird. Weil hier sind ja noch die Bäume. Aber es ist eine Ecke, die man, wenn man zum Beispiel seinen Kopf hier um die Ecke schiebt und wer weiß, wohin die ganze Reise mit dem Projekt führt, dann sieht man vielleicht doch irgendwann noch besser. Man sollte es auf jeden Fall gut lösen. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber damit ist einer der schlimmsten Punkte gelöst, denn dieser Übergang hier hoch, Felsen, Turm und auch die Ecke ist eine Sache, die recht kompliziert zu lösen war. Es sind jetzt relativ viele Steine hier reingewandert. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Es wird noch ein bisschen hübscher dann, wenn natürlich noch ein bisschen Bewuchs dazu kommt. Ein bisschen habe ich schon angefangen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine Grundstruktur, um das Ganze hier, den Turm weiter aufbauen zu können. Wir müssen jetzt da hinten noch mal ein bisschen was aufbauen, damit wir hier eine Fläche haben. Aber wahrscheinlich klappt das jetzt ganz gut. Die restliche Stadtmauer habe ich jetzt so geplant, dass sie jetzt einfach tatsächlich auf der gleichen Höhe hier einfach gerade rüber geht. Zur Abwechslung mal. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch genug Platz für alles andere, was wir machen wollen. Aber das hat echt einige Zeit gedauert. Es sind dann ganz oft die Kleinigkeiten, die relativ viel Zeit fressen, damit man dann die größeren Dinge machen kann, die besser aussehen. Und jetzt kann ich auch endlich in die Höhe bauen, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt die Plattform, die hier reingesetzt ist, nochmal vervollständigt. Die lässt sich jetzt komplett abnehmen, wie bei den Modular Buildings, also wie zum Beispiel hier drüben beim Diner oder beim Pariser Restaurant. Und hier ist es so, dass ich jetzt mal getestet habe, auf welcher Höhe man hier so Fenster einbauen könnte. Also meine Testfigur kann hier super rausschauen. Ich habe jetzt schon mal die Mauer ein bisschen hochgezogen, soweit, dass ich dann oben drüber den Bogen bauen kann. Und jetzt muss das alles noch verkleidet werden. Und dann haben wir hier schon mal eine Höhe erreicht, die so hoch ist wie da drüben. Und langsam erkennt man auch, wohin die Reise gehen wird mit dem ganzen Projekt. Ich schaue jetzt gleich nochmal, ob ich noch irgendwo so einen Löwenkopf finde, also einen so wie hier. Oder ich nehme einfach den, den kann man neu bestellen. Überlege den hier noch einzubauen, damit hier noch ein bisschen Struktur reinkommt. Weil der Löwe ist ja auch das Wappentier von Old Brickgate, also Alt Brickgate der Altstadt. Und wurde auch übernommen für das moderne Brickgate. Das heißt, man wird immer wieder irgendwo mal einen Löwenkopf finden. Und den würde ich auch gerne hier mit in den Turm einbauen. Ich schaue mal, wie ich es jetzt mache und dann verkleide ich hier, baue ein bisschen weiter und dann schauen wir uns den Turm gleich nochmal an.
Ihr seht, ich habe nochmal einen ganz guten Fortschritt hinbekommen. Ich habe die Fenster jetzt ein bisschen umbaut mit ein bisschen Struktur und Steinen. Da müssen jetzt noch irgendwelche Sachen rein. Das sind keine Scheiben, aber diese schwarzen Elemente, die wir zum Beispiel, oder auch in Gold gibt es die wir auch zum Beispiel da hinten haben. Ich zoome mal ein bisschen ran von hier aus. Da hinten haben wir die ja. Und die muss ich mal suchen, weil ich finde die gerade nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich davon noch welche in schwarz habe und die würde ich dann noch einbauen, damit das jetzt nicht so offen alles ist. Hier ist unsere Testfigur, die kann perfekt hier rausschauen. Das Ganze ist auch jetzt stabiler geworden, dadurch, dass ich hier oben nochmal eine Reihe drauf gebaut habe. Ich muss sagen, auch aus der Entfernung sieht es mit den Fenstern jetzt auch deutlich turmiger aus, weil vorher sah es einfach aus wie ein Klotz, der da irgendwie auf dem Berg steht. Und vielleicht sogar der Teil des Berges ist, aber mit den Fenstern macht das jetzt schon mal einen riesen Unterschied. Und auch in der Gesamtansicht wirkt das doch wirklich sehr, sehr schön. Ich schaue jetzt mal, ob ich da jetzt noch ein bisschen vorankomme im Höhenbau, aber auch, ich will unbedingt diese Fenster finden und ich habe keine Ahnung, wo ich die hingetan habe. Wo wir zum Stichwort kommen, ich muss eigentlich die Steine fertig sortieren. Momentan ist hier wieder etwas mehr Chaos eingedrungen in mein Büro. Es ist ja eigentlich mein Büro, nicht der Lego-Raum. Aber ich werde jetzt einfach mal schauen, ob ich die finde und dann noch ein bisschen am Turm weiterbauen und vielleicht hier hinten noch an der Felswand ein bisschen. Ich habe jetzt hier drüben den Turm noch nicht verkleidet. Das mache ich dann irgendwann demnächst mal. Das ist jetzt erstmal nicht so primär das Wichtigste für mich. Erstmal hier vorne, wo man ihn auch wirklich sieht. Weil da hinten bin ich auch noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir da weitermachen beim Thema eben mit der Höhle und so weiter. Aber hier mit den Fenstern, finde ich persönlich, sieht es schon mal deutlich besser aus. Hier habe ich mal ganz kurz das jetzt, ja, sagen wir mal, fertige Modul hier oben, bevor der nächste Stock sozusagen drauf kommt, mal abgenommen, damit ihr einfach mal sehen könnt, dass das wirklich modular gebaut ist, wie bei Modular Buildings. Es sieht jetzt unten ein bisschen bunt aus. Hier ist eine kleine Kerbe drin. Das liegt daran, dass das hier dran ist und hier dann einfach aufliegt. Das heißt, das Ganze kommt dann hier oben drauf. Sollte auch mit einer Hand fixierbar sein. Ihr seht hier drüben, legt es dann hier auf den Teils auf, hier unten hier. Hinten habe ich jetzt mal eine Wand reingemacht, damit man einfach durch die Fenster nicht hinten durchschauen kann, denn auch wenn jetzt hier hinten demnächst noch eine Mauer hinkommt, ist das Problem immer noch bestehend, dass man dann hier in die Leere schauen könnte, wenn man durch die Fenster schaut. Vor allem, wenn dann später vielleicht noch Beleuchtung reinkommt. Und das möchte ich auf jeden Fall unterbinden. Deshalb habe ich jetzt hinten erstmal Wände reingemacht. Nicht großartig ausgestaltet. Da muss ich wieder mal schauen, ob sich das überhaupt lohnt. Und jetzt würde ich sagen, kommt hier oben nochmal eine Plattform drauf. Und dann wird hier oben eine Tür reinkommen, denn von hier aus wird man dann von der Mauer in den Turm gehen können. Und rein theoretisch würde dann noch hier eine Treppe nach unten gehen. Die baue ich heute nicht unbedingt. Ich baue jetzt erstmal ganz grob den Turm einfach mal hoch. Ausgestaltung ist ein Thema, das ich mal anderes Zeit mal angehen werde. Aber ja, auf jeden Fall. Ich gehe mal noch mal ein Stück zurück. Wächst der Turm noch ganz gut die Höhe und er wirkt deutlich besser, als ich dachte in dem Ganzen hier. Jo, ich baue die Plattform, baue ein bisschen oben drauf und dann schauen wir einfach mal, wie es dann aussieht, wenn der Turm noch ein bisschen gewachsen ist. Hier sehen wir jetzt den aktuellen Stand. Ich habe eine weitere Ebene aufgebaut. Seht ihr jetzt hier, dann habe ich noch 3 Reihen an Modified Bricks aufgebaut und auch auf den Seiten jetzt schon verkleidet. Es ist inzwischen ein bisschen später geworden, deshalb leuchtet hier jetzt nicht mehr so viel Licht, sondern hauptsächlich die Arbeitslampe und die Lampe direkt über den Tisch, die zweite Lampe nicht. Und hier hinten habe ich jetzt eine Tür eingebaut und die wird dann dafür sorgen, dass wir hier von unserer Mauer in den Turm können. Das heißt, die Mauer wird hier drüben noch ein bisschen höher werden. Das bedeutet also, dass wir hier die Mauer so hoch bauen werden, dass wir hier auf die gleiche Höhe kommen, wie hier die Tür steht. Also da kommt noch ein bisschen was oben drauf. Dann macht das Ganze hier eine Kurve, die haben wir schon angefangen. Und dann geht es hier jetzt einfach mal gerade bis zum Tisch nach vorne rüber. Hier ist ja auch schon ein bisschen was von der Mauer angefangen. Ich bin immer noch froh, dass ich das hier schon mal hochgezogen habe, weil das war keine schöne Geschichte. Und ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch ein bisschen was machen werde oder nicht. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen aufräumen und dann machen wir den finalen Blick für heute auf diese Episode, denke ich. So, mit einem Gesamtblick auf die Brickworld beenden wir heute das heutige Update-Video. Wir sehen, dass der Turm dort, der Eckturm dort vorne, der Eckturm ist ja gar nicht, ist eher ein eckiger Turm, enormen Zuwachs bekommen hat und das Stadtbild ganz schön verändert. Also, wenn man jetzt hier vorne über die Brücke schaut, sieht man, dass sich da in den letzten Episoden einiges getan hat, eben auch mit dem Felsen, der noch ein bisschen wachsen mit den Bäumen dort vorne. Der Turm wird auch noch weiter wachsen. Wir werden auf jeden Fall diese Ebene, die ich hier habe, fertigstellen. Dann kommt sehr sicher noch eine Ebene oben drauf, bevor wir dann irgendwann zum Dach kommen. Aber ich weiß nicht, ob wir danach noch eine brauchen, weil ich weiß noch nicht, wie das ganz optisch wirkt, weil er ist ja zwar relativ prägnant, durch auch seine Größe und seine eckige Form, aber ich finde, er macht halt auch das Ganze ein bisschen realistischer hier vorne, weil es ist eben die alte Stadtmauer hier vorne. Das ist einer der wichtigsten Türme, der eben hier so auf den Fluss blickt und auf dieses Areal hier vorne. Ist sicherlich
damals im Mittelalter eine wichtige Position gewesen. Und deshalb wird er sicher auch eine enorme Höhe bekommen haben. Auch eben mit der Position hier neben dem einen Stadttor hier, glaube ich, dass da einiges an Höhe nicht schlecht ist. Wir werden das in den nächsten Episoden weiterbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie weit wir in den jeweiligen Episoden kommen und welche Episoden es sein werden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass hier noch einiges zu tun ist. Ich werde noch ein paar Steine gebrauchen, das heißt, ich muss noch ein paar bestellen. Fenster etc. Und wir werden dann auch durch hier die Mauer hier drüben noch fertig bauen müssen. Und allgemein muss ich tatsächlich sagen, dass das Areal hier vorne gerade sich zu einem meiner Lieblingsareale entwickelt, weil es einfach so eine schöne Kombination aus vielen Sachen hatte, die einfach, glaube ich, in der Gesamtheit ganz gut aussehen und auch noch besser werden sicherlich, wenn hier hinten auch noch ein bisschen mehr Fels kommt, weil wir dann noch mehr von der Wand verstecken. Und es verleitet mich fast dazu zu wollen, dass ich hier irgendwie auch mal in absehbarer Zeit das Ganze erweitern sollte, weil ich einfach das so schön hier finde zu bauen und ich nur noch so wenig Platz habe für diese ganze Geschichte. Aber das ist eine andere Geschichte. Was auf jeden Fall wichtig ist, schreibt mir in die Kommentare, wie hoch ihr meint, dass wir den Turm bauen sollten. Und natürlich auch wie immer, was ihr von der ganzen Geschichte denkt, die hier voranschreitet. Eure Meinung ist natürlich wichtig. Wie ihr gemerkt habt, in den letzten über 120 Episoden fließt auch euer Input hier in die ganze Sache ein. Und ansonsten würde ich sagen, das nächste Mal werden wir ein bisschen beleuchten. Natürlich mit meinem Lichtpartner Illuminate Your Bricks. Ich sage es immer mal wieder, oben rechts zu finden oder ihr schaut unten in der Videobeschreibung. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, da nähere ich mich den 1000 Abos und würde mich freuen, wenn ihr auch dort ein Abo hinterlassen würdet. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auch gerne hier bei YouTube ein Abo, aktiviert die Glocke, damit ihr immer mitbekommt, wenn es hier in der Brickworld weitergeht. Ansonsten könnte es sein, dass heute Abend, spät abends, nachts vielleicht doch nochmal ein Stream kommt. Das ist noch nicht ganz klar. Ich kündige jetzt noch mal ein bisschen an, aber es ist nicht klar, ob er wirklich passieren wird. Aber vielleicht sind dann doch ein paar dabei. Was genau wir machen, weiß ich noch nicht. Könnt ihr ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Hängt natürlich auch davon ab, ob ich dort weiterbauen kann, anhand der Steine, die ich da habe. Und ob man dort gut filmen kann. Aber ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei seid seit über einem Jahr. Und dann viel Spaß beim Berberbauen. Bleibt gesund natürlich. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss.